Bitte. Danke. Bitte. Psalm 119. Psalm 119 mit einer Hand und Titus 3,3 mit der anderen. Ich mag alles langsamer heute, wegen hier meiner Krankheit. Ich habe hier Parkinsons und manchmal fühle ich hier behindert. Es ist hier, wenn man jung war, ich habe hier keine Geduld gehabt mit alten Leuten. Jetzt bin ich alt. Aber ihr habt Geduld, danke schön. Also, lasst mich hier meine Stelle finden und dann können wir anfangen. Titus 3,3. Denn wir waren auch weiland unweise, ungehorsam, irrisch, dienend den Lüsten und mancherlei Wollüsten und wandelten Bosheit und Neid und hassen uns untereinander. Das ist hier das Zeugnis, das wir vorher gehabt haben, vor Jesu Christi. Einige Leute vielleicht haben noch diese gleiche Zeugnis. Sie haben noch nicht den Herrn Jesu Christi richtig kennengelernt. Aber der Herr hat das geändert. In Psalm 119, ich lese Vers 94. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Es ist wunderbar hier neue Besitzung meines Herzens, seit ich mich bekehrt habe. Es ist ein ganz anderes hier Leben. Ich bin sein und nicht mehr der Teufel, sondern gehöre ich dem. Weißt du, was wir haben hier vorher dem Teufel zugehört? Ganz und gar, wir haben in seinem Besitz waren wir schon. Der Herr kam und riss uns aus seinen Händen. Und das Gute dabei ist, er kann uns nicht zurückreißen. Der Teufel kann nicht hier, keiner hier aus der Hand Gottes hier reißen. Aber Vers 125, ich bin dein Knecht, unterweise mich, dass ich erkenne deine Zeugnisse. Es ist Zeit, dass der Herr dazu tue. Sie haben dein Gesetz zerrissen. Darum liebe ich dein Gebot über Gold und über Feingold. Darum halte ich stracks alle deine Befehle. Ich hasse alle falschen Weg. Deine Zeugnisse sind wunderbarlich. Darum hält sie meine Seele. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir haben die Gelegenheit, nochmal dein Wort aufzuschlagen und betrachten. Wir bitten, dass du mir klare Gedanken gibst, dass ich kann hier zeitig machen, was gesagt werden soll von dir. Und Vater, dass du in dieser Zeit jeder Herz öffnest und Vater füllst mit deinem Wort. Wir werden dich dafür lobpreisen und danken. In Jesu Namen. Amen. In Epheser, wir lernen vieles von unserem Leben als wiedergeborene Kinder Gottes. Das ist der geistliche Wandel. Der Epheser spricht von dem geistlichen Wandel in Christus. Und in Epheser Kapitel 1, Vers 3, sagt, ja, ich gebe euch Zeit, aber ich habe meins schon ausgedruckt. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Das ist ein wunderbar hier neues Leben, das der Herr uns geschenkt hat. Und was ich sagen möchte jetzt,
ist ein großer Vorteil, ein Kind Gottes zu sein. Ein großer Vorteil. Weißt du, ein Mensch, der noch nicht kennengelernt hat, den Herrn, die haben die Vorteile nicht, dass wir haben. Wir haben den Geist Gottes wohnend in uns. In 1. Petrus Kapitel 2, ja, ihr könnt das aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 und 10. Er sagt uns, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr weiland nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und weiland nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Weißt du, was ich lese in Vers 10? Was wir waren, war nichts. Wir waren nichts. Ihr weiland nicht ein Volk wart, jetzt sind wir Gottes Volk, wenn man Jesu Christi hat. Na, es sagt hier in Vers 9, auserwählte Geschlecht. Der auserwählte Geschlecht, weißt du, das Beste, was ich hier erklären kann, ich bin ein einfacher Mensch. Ich bin nicht hier wissenschaftlich begabt oder irgendwas. Und manchmal das ist ein Vorteil, weil ich kompliziere nichts. Es ist einfach für mich zu sehen, die Auserwählte Gottes. Und weißt du, wie ich es sehe? Das Lamm, der Herr Jesu Christi, der wurde erwürgt von Anfang der Welt. Und Gott hat dieses Lamm auserwählt. Und wenn man in dieses Lamm kommt, er ist ein Teil der Auserwählte Gottes. Und das ist, wie ich das auserwählte Geschlecht sehe. Wir sind auserwählt, weil Jesu Christi ist die Stelle, wo Gott auserwählt hat. Die in ihm sind sicher. Und das ist hier uns, wenn wir Jesu Christi ins Herzen gekriegt haben. Nun, königlicher Priestertum. Das ist hier ein Priestertum, wo wir gehen direkt zu dem Vater durch Jesu Christi. Hey, viele Leute, sie haben ihre Mittel. Da gibt's, aber die Bibel sagt, es ist ein Mittler. Ein Mittler zwischen uns und Gott, und das ist der Herr Jesu Christi. Und weißt du, was er erlaubt uns zu sagen? Weil wir in dieser auserwählten Sohn Gottes, wir können ihm sagen, aber Vater. Das ist hier ein Vorteil. Ich spreche jetzt von unseren Vorteilen, wiedergeborene Christ zu sein. Dass wir in Jesu Christi sind, wir haben das Recht, den allmächtigen Gott, nicht nur eine Götze oder nicht nur alle oder nicht nur etwas, das Menschen hochachtet, sondern der alles ist, in allen. Und er hat uns heilige Volk des Eigentums genannt. Verstehst du Eigentums? Na, ich verstehe. Ein Freund hat circa 10 Jahre hier gesessen im Knast. Und dann ist er freigelaufen. Und er sagte mir einmal, einer möchte meinen Pickup-Truck wegnehmen. Ich sagte, warum wegnehmen? Er sagte, er will das haben. Er sagte, er braucht es mehr als ich. Und er sagte, was sagst du? Und er sagte, was soll ich denn sagen? Er sagte, ich bin ein Christ. Und ich sagte, hat der Herr das dir gegeben? Und er sagte, ja, der Herr hat mir es gegeben. Er sagte dann, du besitzt es, als ob der Herr das dir gegeben hat. Und wenn der Herr das nehmen möchte, lass ihm es nehmen. Aber niemand anders. Und weißt du, dieser Mann hat die Macht, seinen Pickup-Truck zu behalten. Aber was wichtiger ist, das ist hier, wenn wir uns Gottes heiliges Eigentums, heilig, nun versteht ihr, heilig, was Jesus Christi getan hat. Er hat nicht eine halbe Arbeit geleistet. Er hat uns heiligt. Er hat uns geheiligt und gesiegelt. Kein schlechte Sachen an uns kommen. Und er macht uns sein heiliges Eigentum.
Na, wenn du meinst, dass Gott sein Eigentum hier nicht behalten möchte, er hat bezahlt. Er hat bezahlt eine Menge Geld. Es ist nicht der Tyrann in der Schule, der kommt und sagt, gib mir dein Mittagsgeld. Der nimmt das nicht weg von. Und wir sind sein heiliges Eigentum. Und dann, was er sagt, der hat uns berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Warum hat er uns zu seinem Licht gerufen? Damit wir wandeln im Licht. In 1. Johannes Kapitel 1, die Gemeinschaft, die wir haben, ist nicht mehr in Finsternis. Ich erinnere die Stelle, ich war jung, als ich mich bekehrt habe. Ich war fast 21 Jahre alt. Noch nicht hier 21 Jahre alt. Aber das Leben, das ich führte vorher, war ein tief Finsternis hier Wandel. Und was der Herr sagt, wir verkündigen das Wandeln im Licht. In Vers 5, Kapitel 1. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott ein Licht ist und in ihm ist kein Finsternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist der Wandel, das der Herr uns geschenkt hat. Na, der Mensch, welcher die Kindschaft schätzt, wird Freude an der Knechtschaft haben. Ich meine, wenn er bittet uns etwas zu tun, wir werden Freude daran haben, oder? Wenn er uns so viel geschenkt hat, ein Wandel im Licht nach der Finsternis. Hey, ich weiß nicht, wie ihr wart, aber als ich mich bekehrt habe, ich wollte nicht mehr sündigen. Ich suchte hier eine Lösung, die Sünde. Ich suchte eine Lösung, diese hier finstere Lauf und Wandel. Und ich wollte hier frei gemacht zu werden. Wenn ich hörte, Jesu Christi macht frei, es war ein gutes Angebot zu mir. Das habe ich sofort in Anspruch genommen, nach einem Jahr. Ein Jahr zugehört und gespielt, ja, ein bisschen Religion. Und dann hat der Herr mir wirklich hier angeklangt und ich merkte schon, er gibt hier ein besseres Angebot als je andere. Und seitdem wandle ich im Licht. Der Mensch, welcher die Kindschaft schätzt, es wird nicht hier eine große Aufgabe, etwas für den Herrn zu tun. Es war eine Freude, dem Herrn zu dienen. Nun, in Psalm 119, 125, wir können, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, ich sage wir. Ich kann heute sagen, ich bin dein Knecht. Und ich kann das mit Freude sagen und Freude erleben, wenn ich merke schon, er stimmt auch mit ein. Und was er sagt in Vers 125, ich bin dein Knecht, unterweise mich, dass ich erkenne deine Zeugnisse. Weißt du, was der Herr getan hat? Er hat das beantwortet. Er tat, was dieser Mann hier gefragt hat, und er tröstet den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist uns gegeben, uns in allerlei Wahrheit zu leiten, zu unterweisen, dass wir erkennen seine Zeugnisse. Weißt du, was wir leben? Gott wirkt in uns. Nun, was er sagt in Vers 126, vergesse nicht, dass wir sollen die Zeit schicken. Er beschickt euch in der Zeit, weil es eine böse Zeit. Jetzt sagt er in Vers 126, es ist Zeit, dass der Herr dazu tue. So, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir in die Lage sind, hier
den Herrn als Knecht zu bedienen. Ist in der Lage und es ist Zeit, etwas zu tun. Und das können wir erfahren. Wir erfahren die Zeugnisse Gottes. Na, wem gehört dein Leben? Kannst du das sagen, 125? Ich bin dein Knecht. In Psalm 116, Vers 16, David schreibt, O Herr, ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht, deiner Magd Sohn. Du hast meine Bande zerrissen. Kannst du das heute sagen, dass der Herr deine Bande zerrissen hat? Römer Kapitel 6, Vers 22 sagt, nun, ihr aber seid von der Sünde frei. Sünde frei ist hier, meine Frau kauft eine Cola in der Tankstelle. Und bei dieser Tankstelle, sie kauft es und sie hat es nicht richtig aufgepasst. Es war zuckerfrei. Und ich finde das hier krebserregend. Ich trinke keine zuckerfreie Cola. Ich trinke Red Bull, etwas Gesundes, ne, oder? Nee, aber weißt du, sündefrei heißt es keine guten Zeiten mehr gibt ins Leben. Nicht bei meiner Erlebnis. Bei meiner Erlebnis sündefrei heißt, es gibt die schlechten Tage hinter mir. Und die guten Zeiten sind noch vor. Sündefrei heißt, das Leben schmeckt wie nie vorher. Das Leben schmeckt, weil es lebt erstmal in mir, in der Person Jesu Christi. Nun ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht. Na, unsere Frucht kommt, weil wir Gott in uns wirken lassen. Gott wirkt in uns. Dass ihr heilig werdet, das Ende aber das ewige Leben. So Gott macht uns heilig und gibt uns ewiges Leben dazu. Na, ich möchte heute ein bisschen sprechen von der Christi Knecht. Erstmal in Vers 125. Es ist nicht, ich bin dein Knecht. Es ist, ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht ist hier eine fröhliche Bestätigung. Und es kommt mit einer Forderung. Zuerst müssen wir zu Christus kommen. In Matthäus Kapitel 11, Vers 28, sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So der Herr will, dass wir zu ihm kommen und dass er erquickt uns. Und dann gibt uns zu wissen, dann kommt die Arbeitsstelle, dass er uns geben wird. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Der Herr will uns beibringen, was es ist, benutzt zu werden von seinen Händen, von seinem Geist. Wir können nicht für unser Heil verdienen, aber der Herr lässt uns ihm dienen. Römer Kapitel 4, Vers 4, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. So, was wir tun, ist, wir lernen erstmal, die Knechtschaft Jesu Christi ist nicht, um was zu verdienen, aber nicht das ewige Leben zu verdienen. Das, was es ist hier, damit wir können wohl hier den Herrn in Leben preisen und loben. Denn aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. No, wir müssen demütig vor Gott beugen. Demütig. Na, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen kann. Gott hat unser Licht geleuchtet. Als die Bundeslade hier angezündet ist und Gott hier erstmal füllte den Bundeslade. Es musste angezündet werden von hier diese Brandopfer. Der Brandopfer wurde hier von Gott angezündet. Als das Feuer vom Himmel gefallen, hat es angezündet. Und kam in diese Allerheiligste. Und muss hier diese Weihrauch
anzünden mit hier dieser Feuer vom Gottes Altar. Und weißt du, der Herr hat in uns eine Arbeit angefangen, wenn wir Jesu Christi in Anspruch genommen haben. Und der Grund, dass er das getan hat, ist, weil er hat die Kraft, das zu tun. Ich habe eine Tochter, Veronika, ich habe 6 Töchter. Ich habe Danica, die ist mein Älteste. Jessica ist die zweite, Veronika ist die dritte. Und eins hat Veronika etwas getan. Und ich sagte, Veronika, warum hast du das getan? Sie sagte, weil ich kann. Und weißt du, ich konnte nicht mehr sagen, sie wohnt nicht mehr unter meiner Dach und sie konnte das, was sie getan hat. Oh, weißt du, was der Herr tut in uns? Er fängt an eine Werke, der schlagt den Teufel tot. Und der Grund, dass er das tut, ist, weil er es kann. Der es kann. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, weil er es kann. Gott mit seiner Gerechtigkeit hat es bezahlt, damit wir begnadigt werden. Gott hat mit seiner Gnade uns freigeschrieben, benutzt zu werden als sein Knecht. So wir können sagen mit Freude, ich bin dein Knecht. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhört zu seiner Zeit. Weißt du, was der Herr bereit ist zu tun? Uns zu erhören. Aber wir müssen unsere Herzen vorbiegen und bitten den Herrn, seine Zeit zu geben. Na, die Verlangen in diesem Text, in Psalm 119, Vers 125, ich bin dein Knecht, unterweise mich, dass ich erkenne deine Zeugnisse. Die Verlangen ist, Gott besser zu erkennen. Hey, möchtet ihr Gott besser erkennen? Die Gelegenheit gibt's. Wir müssen einfach seine Knecht sein. Und der Herr gibt uns die Möglichkeit, dass er das tue. Nun, die Unterweisung kommt mit Drang, Zeitdrang. Es ist Zeit, dass der Herr dazu tue. Nun, die Zeit war hier, dass wir zu Gott kommen. Wer zu ihm kommen wird, der wird nicht zu Schande werden. Der Herr sagt, wer an mir anruft, der soll selig werden. Aber um die Seligkeit zu erleben, muss man zu Gott kommen. Und es ist Zeit, wenn wir zu ihm kommen, dass der Herr dazu tue. Der Zeitdrang ist hier Zeit, wenn wir zu ihm gekommen sind. Nun müssen wir zu Gott. Kommt her zu mir alle, wie gesagt habe, ich will euch erquicken. Na, gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, werden wir von Gott ausgesandt. So in Johannes Kapitel 17 ist eine wichtige Stelle, das ist die Herrengebet. Dr. Ruckman hat es geheißen, eine der wichtigsten Stellen der Bibel, diese Herrengebet. Und wenn man liest in Johannes Kapitel 17, Vers 18, wir lesen, was der Herr seinen Knecht tut. Gleich wie du mich gesandt hast, der Herr Jesu Christi wurde gesandt von seinem Vater, himmlischer Vater. Warum? Damit die Verlorenen ausfinden können, suchen und finden konnten. Wie gesandt ist hier, das was verloren ist, zu suchen und zu finden, so sende ich sie auch in die Welt. So der Herr sendet uns auch in die Welt, um seine Arbeit zu leisten und zu tun. Na, eigentlich hier, unsere Leistung ist, ihm in uns zu wirken lassen. Der Herr Jesu Christi sagt, ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit.
So Herr Jesu Christi hat für uns geleistet, was geleistet werden muss, damit wir geheiligt sein in der Wahrheit. Nun, es soll uns die Heiligung sich offenbaren. Schauen wir Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Nun, wenn wir voll mit dem Wort Gottes sind, das soll spüren, hinterlassen. Es soll Frucht bringen. Der Herr wirkt in uns, wenn wir ihm in uns wirken lassen. Und so je mehr, dass wir ihm geben. Ich habe ein Beispiel genutzt, mehrmals benutzt. Als du Jesu Christi genommen hast, hast du nicht einen Teil von ihm genommen. Du hast ganz Jesu Christi genommen, oder? Hat Gott zurückgehalten und sagte, nee, ich gebe dir nur seinen Fuß. Ich gebe dir nur seine Hand. Ich gebe dir nur seinen Kopf. Nee, der Herr hat uns ganz Jesu Christi gegeben. Und weißt du, was der Herr fordert von uns? Nur ein Finger. Nur ein Fuß. Er fordert alles. Er möchte, genauso wie er ausgesandt worden ist, er möchte uns aussenden. Jesu Christi war nicht ein Teil Gottes Sohn, er war Gottes Sohn. Und wenn wir Gottes Kinder sind, wir sind nicht nur ein Teil Gottes Kinder, wenn wir sein Eigentum, nicht nur ein Teil unserer Eigentum gehört zu ihm, sondern unser ganzer Leib. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und soll uns die Heiligung sich offenbaren. Aber Epheser Kapitel 5, Vers 1 sagt, so seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch. Daniel gibt uns hier Hinweise. Hurerei. Na, Hurerei ist, wenn man unreine Gefäß hat. Wenn man nicht hier sich absondert zu Gott. Wenn man hier Fremdgötzendienst, Fremdfrauendienst, Fremdtierfreunde dient. Wenn man fremde Götzen dient, das ist alles Hurerei. Und er sagt Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Geiz, lasst nicht von euch gesagt werden, wie den Heiligen zusteht. Auch scheinbare Worte und Narrenteilinge oder Scherz, welche euch nicht ziemen, sondern vielmehr Danksagung. Nun, schauen wir jetzt Epheser Kapitel 5 näher an. Merkt ihr was von den Nachfolger Jesu Christi, was immer der Fall wird? In Epheser Kapitel 5 unser Wandel soll sprechen die Nachfolger Gottes. Sei nun Gottes Nachfolger. Ein Gottes Nachfolger wird Jesu Christi immer die Seligkeit den anderen im Auge halten. Das heißt, Jesu Christi hat es immer gedacht, was sein Vater tun soll. Wir sollen auch denken, was der Vater tun soll. Treue Nachfolger werden Gott einen süßen Geruch. Mensch, ich hätte hier schreiben sollen, den Vers. Vers 2. Wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer. Gott zu einem süßen Geruch. So ein treuer Nachfolger werden Gott ein süßen Geruch sein. Manchmal, ich bin nicht hier voll Geist Gottes. Ich bin ein lächelnder hier Gefäß. Na, das ist nicht Gottes Schuld. Das ist meine Schuld. Und wir müssen merken schon, was unsere Schuld ist, hat Nachfolge auch. Andere leiden
unter unsere Fehler oder unsere Sünden. Und ein Nachfolger Jesu Christi ist der gleiche Sinn Jesu Christi. Läuft den gleichen Pfad und hier ist, er sieht schon, was seine Sünde tun wird an die Zuhörer, an die anderen Leute, die ihn sehen. Gott sieht, was gut ist für die anderen Leute. Und der Zweck ist, dass wir Gott einem süßen Geruch sein. Treue Nachfolger werden Gott ein süßen Geruch. Und dann, wie ich gesagt habe heute früh, vorsichtig wandeln, in Vers 15. Das heißt, lass Gott entscheiden, welche Richtung wir gehen, wo wir laufen, wo wir gehen, die Werke, die Zeit und der Weg. Nun, ich gehe weiterhin. Das Wichtigste ist, ein Knecht Gottes ist hier. Oh Mann. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenk an ihn in alle deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Na, unser Zweck als Gottes Kinder ist hier, Gott zu dienen, als Gottes Knecht. Wenn man sich freut, ein Knecht Gottes zu sein, er freut auch, wenn er die Aufgabe bekommt. Und Johannes Kapitel 21, Vers 15, der Herr Jesu Christi fragt Peter dreimal. Na, wir alle wissen schon, Petrus hat dreimal den Herrn verleugnet. Und vorher ihn verleugnet hat, er sagt, obwohl alle Menschen dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und der meinte, dass er hier liebte, mehr als alle anderen. Aber in Vers 15, der Herr fragt ihn, Simon, Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Und das tat hier Petrus weh. Er sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Die Frage ist, wie kann der Herr wissen, dass wir ihn lieb haben? Weiß jemand, wie man weiß, ob man den Herr lieb hat? Weidet die Lämmer, weidet die Schafe, aber es ist eine andere Antwort auch. Halten seine Gesetze. Wer mich liebt, hält meine Gesetze. Was ist sein Gesetz? Was ist sein Befehl? Gehe und weide meine Lämmer. Dreimal. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe und weide meine Schafe. So dreimal hat der Herr Jesu Christi Petrus gesagt, was er zu tun haben als sein Knecht. Und dann er sagt ihm in Vers 18, na, überlegst mal, warum er das gesagt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken. Und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber zu deuten, was? Wie er stirbt. Ja. Weißt du, was der Herr ihm offenbart? Wenn du dich missliebst, du wirst sterben. Aber der Herr hat gesagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass wir alle leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber hier das sagt er zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. So, der Herr lässt uns wissen, die Knechtschaft Gottes kostet uns ein leibliches Leben. Und es würde uns kosten, deswegen tragen wir ein Kreuz. Deswegen sagt Jesu Christi, nehmt euer Kreuz auf euch und folge mir nach. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst.
Schauen wir jetzt 1. Petrus Kapitel 1 auf. 2. Petrus Kapitel 1, Verzeihung. Vers 13 bis 15. Denn ich achte es billig sein, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir denn auch unser Herr Jesu Christi eröffnet hat. Ich will aber Fleiß tun, dass ihr allenthalben habet, nach meinem Abschied solches im Gedächtnis zu halten. So, die Zeit ist jetzt, dass die Zeit in Psalm 119, wenn du 61 Jahre alt bist, Zeit bedeutet viel mehr, als was es bedeutet, wenn man hier 30 ist. Und hier ist, was er sagt. Psalm 119, 126. Es ist Zeit, dass der Herr dazu tue. Und wir leben in einer Zeit, wenn wir brauchen, Knechte Gottes benutzt zu werden. Es ist eine vernünftige Nutzung der Zeit. Es ist erstens, ich möchte benutzt werden von Gott. Nun, je älter das ich bin, desto schwerer wird das. Ich merke schon, meine Begrenzungen haben sich verengt, aber Gottes Begrenzung nicht verengt. Und wenn man hier den Herrn tut, alles, was der Herr ihm bittet, das ist erstens vernünftige Nutzung der Zeit. Das ist die Zeit schicken. Wenn wir den Herrn nutzen, die Zeit, die er uns gegeben hat, das ist vernünftige Nutzung der Zeit. Aber weißt du, was anders kommt mit hier Nutzen der Zeit? Gutes Gewissen. Oh, ich vergesse nie, als ich in den USA war, jeden Sonntag gingen wir hier auf der Straße zwischen Gottesdienst. Wir haben Gottesdienst am Sonntag, Vormittag. Ihr habt Gottesdienst vormittags, richtig? Wir gingen zu Gottesdienst. Dann nach Gottesdienst, essen wir was. Und dann gingen wir auf die Straße, circa 2-3 Stunden lang, gepredigt hier, Menschen hier zum Herrn geführt, erzählt von Jesu Christi. Dem Herrn war gefallen. Man sah das schon. Nachher wir gingen zu Abendsgottesdienst. Und der Unterschied zwischen morgen früh und Abend war zu merken. Der Grund war nicht, dass Gott weniger anwesend war oder nicht, aber das gutes Gewissen hat uns nachgefolgt hier zum Gottesdienst. Gutes Gewissen bringt ruhigen Schlaf. Und dann die Bibel behauptet und sagt und ist deutlich klar, wir bekommen rechte Lob. Ich habe vorgestern gepredigt, oder war es gestern? Gott spricht nicht Gutes von uns. Sein Zeugnis von uns ist nicht gut. Aber es wird nicht so immer sein. Wenn wir Gottes Knechte sein, Gott nutzt uns, lässt ihm in uns arbeiten und wirken. Es wird eine Zeit sein, wenn er wird sagen, ei, du frommer und getreuer Knecht. Du bist über wenigen getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Weniger getreu, viel gesetzt. Weißt du, was das heißt? Gott gibt uns mehr, als wir verdient haben. Das ist die Gnade Gottes. Er gibt uns, was wir nicht verdient haben. Und die Barmherzigkeit ist, er gibt uns nicht, was wir verdient haben. Das ist die Barmherzigkeit. Da sprach sein Herr zu ihm, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigen getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12, lässt uns wissen, so aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Weißt du, wo es offenbart wird? In unser Hochzeitskleid. Der Herr gibt uns hier Edelstein, Gold und Silber, deckt uns hier für die Zeit, für die
Hochzeit des Lammes. So wird eines jährlichen Werk offenbar. Der Tag wird es klar machen, denn es wird durch Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jährlichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandens Werk bleiben, das darauf gebaut hat, so wird Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird es des Schaden leiden. Selbst aber wird selig werden, so doch wie durch Feuer. Nun, ich möchte den Tag erreichen, wenn ich sagen kann, Herr, wie Paulus gesagt hat, ich habe wie Jesus Christus gesagt hat. Oh Mann, lass mich finden. Wir möchten kämpfen, bis der Kampf zu Ende ist für uns. Wir möchten unseren Lauf, unser Wandel vollenden. Der Herr Jesus Christus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Und das ist, wie ich den Herrn sagen möchte auch. Wir leben, wenn wir leben richtig im Geist Gottes. Gott hat uns versiegelt in seinem Geist, tut was in uns und erlaubt uns für ihn was zu tun. Und was wir tun für ihn, wird nichts zunichte kommen. Es ist ewig. Es ist Geld ins Bank. Und ich kann nur sagen, manchmal müssen wir hier nicht die Folge anschauen. Wir müssen einfach im Glauben hoffen, dass der Herr es übernehmen wird. Und wenig ist viel, wenn Gott drin ist. Nur ein kleines Wörtchen. Vater, wir sind dankbar jetzt heute, dass du gibst uns die Gelegenheit, deine Knechte zu sein. Nicht nur Knechte, sondern Kinder. Und Vater, dass wir die Zeit haben, in diese letzten Zeiten, vor du uns ausnimmst, und Vater, wir in dir in der Luft hier treffen. Und Vater, die Zeit ist kurz. Und wir sehen schon, dass es wird nicht leichter, aber trotzdem, wir bitten um deinem Geist uns mächtig in uns zu wirken, dass du hilfst uns treu zu bleiben bis zu Ende. Und Vater, dass wir können wohl freuen an dem Tag. Wir werden uns freuen, wenn wir dich sehen, der für uns gestorben ist, damit wir leben können. Vater, ich bin dein Knecht. Nutze mir und nutze alle, die hier drinnen sind. Die gehören zu dir und wir werden dich dafür lobpreisen und danken in Jesu Namen. Amen. Amen. Also, das gehört über Kindschaft, über Knechtschaft und über Königschaft. Kindschaft durch Gnade, Knechtschaft durch Dienst und Königschaft ist das, was wir bekommen beim zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus. Und ich möchte noch einen Vers darüber lesen, ganz praktisch. Von Lazarus. Ihr kennt die Geschichte von Lazarus in Johannes Kapitel 11. Lazarus ist 4 Tage tot, wird gerufen von Herrn aus seinem Grab. Und in Johannes 11, 43 ruft Jesus mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Das war mit uns auch so. Wenn Gott uns gerufen hat, waren wir geistlich tot in unsere Übertretungen und Sünden und gebunden mit allerlei Ketten der Sünde, Versklavungen, Süchte, mental, praktisch. Unser Angesicht verhüllte mit einem Schweißtuch. Das Angesicht war verdorben, verdeckt durch die Sünde. Und dann spricht Jesus: Löst ihn auf. Die Kette der Sünde wurde gebrochen und lasst ihn gehen.
Und dann geht er und das Erste, was er tut, er sieht Jesus. Wir lesen da in Vers 45, viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Viele haben gesehen, dass ihr errettet seid, dass die Knechte, die Kette der Sünde gebrochen sind. Und dann fangst du an, den Herrn Jesus zu dienen. Und am Anfang, eigene Familie sagt, na, schau mal, wie lange das dauert. 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, du ziehst durch. Und die Familie, alte Bekannte kennen dich. Du warst versklavt an Sünde. Und dann bist du frei von der Macht der Sünde. Frei von der Strafe der Sünde als Knecht Gottes. Frei von der Macht der Sünde, die Nachfolge Jesu. Und schlussendlich frei von der Gegenwart der Sünde, wenn wir bei ihm sind und er kommt dann zurück und wir sollen dann mit ihm als König regieren. Und die Position, die Herrschaft ist abhängig von unserer Treue, um als Diener Jesu zu dienen. Im kleinen Treues haben wir gehört. Die sollen auch im großen Treu sein und dann soll der Herr dich auch was geben, um über zu regieren für ihn auf diese neue Erde. Das ist unsere Hoffnung. Okay, lassen wir eine Pause machen, es ist nur nach 2:30 und dann um 6 Uhr treffen wir uns wieder pünktlich hier fürs Essen und dann um 7:30 fahren wir weiter mit der Predigt von Bruder Duke und danach gibt es Gelegenheit für diejenigen, die möchten, um maximal in 12 Minuten ein Zeugnis zu geben oder eine Predigt zu halten. Ich weiß, einige haben sich schon vorbereitet und nochmals, wenn ihr das tun möchtet, könnt ihr sich bei euch melden, machen einen kleinen Plan. Und anhand davon könnt ihr dann ein kurzes Zeugnis oder Predigt halten. Okay, ich würde sagen, Bruder Duke, Dankeschön. Und genießt die schöne Natur hier. Ich fahre noch 2 zum Skipiste, bin um 3 Uhr wieder dann zurück.